Aber Iffezheim ist die schönste Rennbahn der Welt. Also man ist immer aufgeregt, wenn sie laufen, natürlich. Ja, das Schöne ist natürlich, dass der Tore hier reitet. Tore, der Sohn von Lennart Hammer-Hansen, mit 24 Jahren ein Top-Jockey, so wie es früher sein Vater war. Der ist heute als Pferdephysiotherapeut ein fachkundiger Zuschauer, vor allem ein cooler Vater. Nervös bin ich nicht, weil er kann seinen Beruf gut. Risiko ist natürlich immer dabei, das weiß ich von selber. Aber Fahrradfahren ist auch nicht ungefährlich. Also von daher, ich drücke immer die Daumen und hoffe, dass er als erster durchs Ziel kommt. Tore startet in 8 Rennen. Davon ist es That's the way to do it. Riley Mörter oder That's the way to do it. Riley Mörter an der Innenseite, Tore Hammer-Hansen gegen. Ein siegreicher Junior, ein stolzer Senior. Gibt's was zum Meckern am Jockey? Nee, überhaupt nicht. Alles super. Applaus für den Sohn. Der weiß, von wem er nicht nur die Galoppleidenschaft geerbt hat. Auch jetzt noch diskutieren wir ab und zu über Rennen, wo ich mich noch verbessern könnte, wo ich so Kleinigkeiten noch rausholen könnte. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Aber nicht nur beim Reiterlichen, sondern auch beim Pferd generell. Ich meine, er macht die Physiotherapie jetzt wirklich sehr anspruchsvoll. Und dadurch habe ich auch einiges gelernt von Muskulaturaufbau und Fütterung, alles. Also ist wirklich ein richtiger Fachmann und ich bin sehr froh, dass ich ihn bei meiner Seite habe. Während Tore dann schon wieder auf dem nächsten Vollblut sitzt und Vater Lennart einem anderen Stall, einem anderen Jockey hilft, überlegen die Turffreunde Baden, welches Vollblut das schnellste sein könnte. Die Besitzergemeinschaft, konkret Felix Seitz, wettet nicht nur auf das eigene Pferd. Also ich mag Pferderennen auch ohne zu wetten, aber wenn man eine Wette abgibt, das ist halt der besondere Reiz und da fiebert man gleich automatisch viel mehr mit. Das Mitfiebern auf der Zielgeraden ist schnell vorbei. Zu lässig gewinnt ein falsches, also nicht das Felix-Pferd. Deshalb freuen sich andere Wetter. Ja, man ist kurz enttäuscht, aber es gibt ja noch weitere Rennen, also die nächste Chance ist gleich wieder da, den Sieger zu treffen. Wird Lexington Gold, hier die Nummer 3, siegreich sein? Er kommt aus dem Stall, in dem Pferdewirtin und Futtermeisterin Karin Dietrich ihn täglich füttert, mistet, versorgt. Doch irgendwie sieht Karin skeptisch aus. Ja, er ist heute wieder ein bisschen aufgeregt. Sieht man daran, dass er schwitzt. Und da habe ich dann so ein bisschen Befürchtung, dass er wieder sein Leistungsvermögen nicht abruft. Weil er ist schon ein bisschen eigen und nicht so arbeitswillig eingestellt manchmal. Kann der manchmal etwas faule Lexington Gold 10 Konkurrenten hinter sich lassen? Karin und ihre Freundin gucken sich das Rennen auf der Videowall an. Ich muss dann dem Pferd die Füße waschen nach dem Rennen oder das Pferd abspritzen. Und ich bin nicht so schnell von der Tribüne runter. Und meine beiden Gäste haben auch keine Tribünenkarten, die kommen nicht hoch. Von hier können sie alles gut sehen. Komm, oder Arturo ganz an der Außenseite. Arturo mit Lexington Gold für heimische Interessen. Lexington Gold mit Dortmund an der Innenseite. Der Queen kämpft noch. Attacke! Dortmund oder Lexington Gold? Zur Gordon-Magistik gegen Dortmund. An meinem Geburtstag hast du wieder geklappt. Es hat so oft an meinem Geburtstag, wenn wir einen Starter haben, geklappt. Er hat sich wirklich angestrengt. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Natürlich denkt Karin erst einmal an die Kühlung für Lexington Gold. Alle anderen denken an ihren 63. Geburtstag. Es ist los. Das ist kein Beruf, das ist Berufung. Die Pferde geben so viel zurück, das ist einfach Leben. Sie ist immer die Erste im Stall. Karin Dietrich. Zurzeit fangen wir 5:30 an im Stall, also stehe ich um 4 auf, bin kurz nach 4:30 im Stall, fange 4:45 an, die Pferde zu füttern. Haben die Pferde nach der Nacht Hunger? Keine dicken Beine? Geht es ihnen gut? Das prüft die Pferdewirtin und Futtermeisterin jeden Morgen als erstes. Insgesamt kümmert sie sich in diesem Iffezheimer Rennstall um 16 Vollblüter. Und die machen ihr heute noch viel Arbeit.
Das ist notwendiges Übel. In den kleineren Stellen müssen alle alles mitmachen. Und gehört halt einfach dazu. Zimmerservice, räumt dir das Bett unterm Hintern weg. Wallach Tabashi darf sein Leistungssportlerleben genießen. Der muss den Schlaf nachholen, den ich nicht habe. Jetzt sind auch ihre Kollegen da. Denn während gemistet wird, bekommen die Pferde ab 5:30 morgens auch ihre erste Bewegungseinheit in der Führmaschine. Zuerst ein gemütlicher Schritt zum Aufwärmen. So, Freunde, es geht los. Dann dürfen die Vollblüter auch ein bisschen traben. Gesittet, hallo, hallo, hallo. Dabei guckt sie ganz genau hin. Sind alle Pferde fit? Haben sie ein sauberes Gangbild und können wie geplant trainiert werden? Ihr selber fällt das Laufen etwas schwer. Meine Gangart sieht aus wie Dinner vor Wann. Aber vorwärts, abwärts, mit aufgewölbtem Rücken. Ich habe Skoliose von Haus aus. Da haben die dann schon immer gesagt, früher, oh, ja, nichts mit Pferden und gefährlich. So beweglich bin ich mit allen, bloß aufrechte Gang hapert dann und auch keine Zeit, mal irgendwo zum Doktor zu gehen und helfen können die meistens ja auch bloß nicht. Das Schönste für die 62-Jährige, die Morgenarbeit mit Trainer Gordan Batistic. Als ehemalige Amateurrennreiterin mit Trainerlizenz ist sie seine wichtigste Mitarbeiterin. Ja, sie hat sehr lange Jahre Erfahrung. Sie ist selber selbstständig gewesen. Sie weiß super die Abläufe. Also auf sie ist er zu 120% Verlass, immer. Reiten hat ihr noch nie wehgetan. Guten Morgen. Morgen, morgen. Herrlich. Das ist ein Lebensgefühl, das kann man nicht beschreiben. Je schneller, je schöner. Es geht einem gut. Das ist einfach schön. Auch schön ihr Sieg bei der Publikumswahl zur besten Pferdekümmerin Deutschlands. Eine Freundin hatte sie angemeldet. Die ersten Gratulantinnen kamen überraschend. Wir haben gerade erfahren, dass die liebe Karin den Stable Staff Award gewonnen hat. Es war unheimlich aufregend, berührend. Man weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Und ich sage, so müssen sich vielleicht Schauspieler fühlen, wenn die einen Oscar fürs Lebenswerk kriegen oder so. Es war schon erstmal Schock. Beim Championsabend im Baden-Badener Kurhaus wird sie diesen Freitag ganz offiziell geehrt. Erster Garderobencheck. Ja, ist gewöhnungsbedürftig. Fühlt man sich wohl, aber so auf die Dauer ist mir das Arbeitszeug lieber. Karin Dietrich, die Miss Germany der Rennstelle, weiß immer, was zu tun ist. Sonst steht sie immer genau im Mist dann. Und was am besten zu ihr passt. Die Reiterei ist für mich das Entspannte. Das ist für mich die Erfüllung. Oh, Schwein. Sehr gut. Super. Ich liebe erstens den Kontakt zu den Pferden. Ich bin jetzt schon seit 43 Jahren mit Pferden verbunden. Habe mit 8 Jahren angefangen zu reiten und seit 36 Jahren bin ich Profi-Jockey und Trainer und mache jetzt Pferdephysiotherapie seit dem letzten Jahr. Sein Patient, Vollblut Kenny, in einem Iffezheimer Rennstall. Wie ist der Allgemeinzustand? Was machen Schrittlänge und Muskulatur? Ist irgendwo eine Blockade? Dann helfen Elektroimpulse oder Stoßwelle. Nach einer Stunde ist Lennart Hammerhansen zufrieden. Deswegen wie ein Topmodel auf dem Laufsteg jetzt. Und schön den Kopf runter, der ist so relaxed. Physiotherapie tut allen gut. Das weiß Lennart Hammerhansen aus seiner Zeit als Jockey. Er sitzt weltweit im Sattel, galoppiert über 1000 Siege ein. Doch sein Beruf hinterlässt Spuren.
wie die Röntgenbilder seiner Wirbelsäule zeigen. Ich hatte den 99. Trainingsunfall. Da bin ich vom Pferd gefallen, habe 2 Brustwirbel angebrochen. 2002 hatte ich einen schlimmen Unfall in Mailand auf der Rennbahn in einem großen Rennen. Da habe ich 4 Brustwirbel gebrochen. Zum Glück keine Rückenmarkverletzung, aber war eine sehr, sehr schlimme Verletzung. 2011 hatte ich auch einen Sturz im Rennen, wo ich beide Oberschenkelknochen gebrochen hatte, mit 6,5 Stunden Not-OP und 11 Monate Reha. Auch dank Physiotherapie feiert er ein Comeback. Er entscheidet sich dann aber dafür, nicht mehr als Jockey, sondern als Busfahrer zu arbeiten. Das war mir einfach so stressig geworden, um die Welt zu reisen und ständig so hungern als Jockey. Ich wollte einfach einen Job haben, angestellt, festen Lohn. Ich weiß, was ich verdiene, ohne Druck und Zeit für die Familie. Pferdebegeistert sind sie alle. Tochter Sophie, Pferdewirtin, Sohn Tore, Jockey. Natürlich angefeuert von Mutter Susanne und Vater Lennart. Dass Lennart Hammer-Hansen jetzt als Pferdephysiotherapeut arbeitet, das passt. Sehr gut, weil er das macht, was er immer schon gern machen wollte, weil er seine Erfahrung einbringen kann und nicht ganz von dem Sport weg ist. Ja, jetzt hilft er Pferden. Anna, komm, feine. Er hilft nicht nur Rennpferden. Ah, super. Schau mal, Wellnessberater. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, fein. Auch Shetty Anna, dem Familienpony, soll es gut gehen. Das Pferd ist gleich gebaut wie wir Menschen auch. Einer ist 2 Meter, einer ist 1,40 Meter. Sonst gibt es keine Unterschiede. Mit so einem Pferd wie die Anna hier, da muss man natürlich vorsichtiger die Gelenke mobilisieren oder gucken, wenn Blockaden vorhanden ist, die zu lösen. Ist natürlich anders als jetzt beim Kaltblüter zum Beispiel, weil das Pferd einfach stabiler, der ist stärker gebaut. Da kann man natürlich ein bisschen mehr, sag mal, härter dran gehen. Genau so macht er es beim nächsten Patienten. Ja, jetzt schwingt er oben im Becken auch. So der Schwarzwälder Filio, ein 600 Kilo Kraftpaket. Das Pferd sagt mir schon in seiner Haltung, ob er mit sich arbeiten lässt oder ob ich da ein bisschen vorsichtig sein muss. Ne? Ich lese und fühle ja das Pferd, ob der ein bisschen angespannt ist. Vor allem jetzt, wenn ich hinten stehe. An die Hinterfüße habe ich nicht so viel Angst, weil ich merke sofort, ob das Pferd mich da arbeiten lässt und der sich entspannt. Super, sehr gut. Super, perfekt. Nebenan, im Reitstall in Baden-Baden, klemmt irgendetwas bei Schulpony Martin. Er will nicht galoppieren. So, ich mal gerade gucken, ob der hier irgendwie verspannt ist an der Muskulatur. Hier zwickst ihn ein bisschen, aber das ist klar, wenn er sich hinten rechts schont. Ja. Da läuft er ja kürzer im Schritt jetzt vor der Behandlung. Und weil er hinten rechts ein bisschen entlastet, dann überlastet er diagonal vorne links dann. So, jetzt wird es auch schon lockerer hier. Ja, das gefällt ja, ne? Und das hilft. Lennart Hammer-Hansen hat ein Gespür für Pferd und Mensch. Er hat für mich, so wie ich auch als Springreiter, die gleiche Philosophie. Ein lockeres Pferd ist ein gutes Pferd, ist ein glückliches Pferd. Und was er kann, dieses Fühlen. Man muss es fühlen können. Alles schön locker. Wie Pudding. Keine Verspannungen. Das Zahnfleisch ist schön rosa. Das haben wir jetzt schon wieder gelöst. Sehr schön. So ist fein. Er ist wunderbar in Ordnung. Super. Gut, vielen Dank. Schön. Ich sag und danke. viel Freude, ne? Dankeschön. Gut. Uns gibt es jetzt schon 11 Jahre. Wir leben diesen Traum auch vom Sieg in Iffezheim. Bis jetzt waren wir noch nicht so richtig nah dran, aber klar, das ist das Zukunftsziel, einmal in Iffezheim zu gewinnen. Es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen, den Matthias, den Reinhard. Tim Assenheimer, der erste Vorsitzende der Turffreunde, begrüßt neue Vereinsmitglieder. Für 300 € Aufnahme und 90 € Monatsgebühr sind sie dabei. Eigentlich gibt es eine Tasse, aber heute gibt es einen Schlüsselanhänger, einen Turffreunde-Schlüsselanhänger als kleines Symbol. Ich habe auch 2 Anhänger. Herzlich willkommen. Wie gesagt, Tassen gibt es bald wieder. Ja. Stammtischtreff der Turffreunde Baden. Heute auf der Galopprennbahn in Wissembourg, Elsass. Alle Rennen sind für die Turffreunde spannend.
auch wenn das eigene Pferd an diesem Renntag gar nicht startet. Julius Schorb ist mit 18 Jahren das jüngste Mitglied der Torfreunde. Also ich bin schon von klein auf dabei, durch meine Eltern auf die Rennbahn gekommen. Und ich wurde einfach von der Leidenschaft Galopprennsport halt auch angesteckt. Und einfach dieses Adrenalin, wo man verspürt, wenn die Pferde an einem vorbei galoppieren, das ist einfach richtig schön. Also auch so hier im Verein, dieses zusammen auf die Rennbahn gehen, die Pferde anfeuern, also es ist wirklich schön. Ob 18 oder 80 Jahre, Galopp verbindet. Klar, auch Wetten gehört dazu. Noch interessanter ist die Investition in ein eigenes Pferd. Und das hat den neuesten Torfreund Rainer Bursian überzeugt. Ich verspreche mir Spannung, das Pferd begleiten, wie es sich entwickelt. Was daraus wird, wissen wir nicht. Aber ich bin seit vielen, vielen Jahren Pferde verrückt. Ich liebe Pferde. Das ist Tia Sophia, die große Liebe von 26 Torfreunden. Vor allem von Tim Assenheimer. Sie ist sehr, sehr lieb, ja. Sie hat unsere Herzen im Sturm erobert. Und es war eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil wir sie eigentlich eher durch Zufall auf der Auktion entdeckt haben. Wir hatten sie gar nicht auf dem Papier. Und dann ist sie an uns vorbeigelaufen und hat uns geflasht. Und dann, ja, wie man so sagt, schockverliebt. Am 1. September auf der Jährlingsauktion geben die Torffreunde deshalb viel Geld aus. Zum ersten 20.000 Euro, zum zweiten und 20.000 Euro zum. Wir hatten das Glück und haben sie dann ersteigert. Auf der Homepage der Torfreunde lesen die Mitglieder, wie es Tia Sophia geht, was es Neues gibt und wie der Vereinsvorsitzende Tim ihren monatlichen 90 € Mitgliedsbeitrag investiert. Die Beiträge sind für die Unkosten, fürs Training, für Fahrtkosten, Schmied und so weiter definitiv weg. Und alles, was das Pferd eingaloppiert, wird dann versucht zu reinvestieren in ein neues Pferd. Also lukrativ und irgendwie damit Geld verdienen. Da sollte man nie den Galopprennsport einsteigen, wenn man Geld verdienen will. Gar keine Chance. Der erste Sieg von Vereinspferd Bolanos. Bolanos in den Farben der Torfreunde Baden wird hier gewinnen. Bolanos gewinnt gegen Anna Bora und dahinter ist das Anima. Mit nun 14 Jahren ist Bolanos Rentner. Und seine Nachfolgerin Tia Sophia ist erst 2 Jahre alt. Das heißt, die Torffreunde Baden brauchen sehr viel Geduld. Es wird noch dauern, bis sie das eigene Pferd an einem Renntag wie hier zum Beispiel in Wissembourg bestaunen können. Doch schon jetzt ist das Zuschauen anders. Der Traum war immer da, ein eigenes Rennpferd zu besitzen, ist aber sehr kostspielig. Die Möglichkeit eben in der Gemeinschaft ein gemeinsames Pferd zu haben. So zum Reinschnuppern, Erfahrung sammeln. Zusammen zu gewinnen, zu verlieren, zu feiern. Auch links und rechts von der Rennbahn noch ein bisschen was zu unternehmen. Die Atmosphäre ist toll, es ist einfach ein schönes Hobby. Heute feiert eine andere Iffezheimer Stallgemeinschaft einen Sieg. Die Torffreunde gratulieren und freuen sich auf den ersten Start von ihrer Tia Sophia. Mitte August könnte es sein, aber wir sind da total entspannt. Wir geben der Studie sehr viel Zeit zur Entwicklung. Sie entscheidet, wann sie soweit ist und dann stehen wir bereit.